Ja, herzlich willkommen bei der Firma Steuer hier in Südbaden. Wir sind ein Hoch-, Tief- und Erdbauunternehmen, das es seit mittlerweile über 60 Jahren gibt. Wir sind ca. 40 Mitarbeitende und beschäftigen uns sehr mit digitalen Prozessen, warum wir heute auch Walloon bei uns zu Gast haben. Wir begleiten Walloon eigentlich seit der Gründung und sind seit November jetzt von einer anderen Zeiterfassung auf die Walloon-Lösung umgestellt. Warum hat uns Walloon von Anfang an überzeugt? Zum einen ist es das super einfache Setup, wo man quasi im Büro alles anlegen kann und der Mitarbeiter sich über einen QR-Code in WhatsApp einloggen kann und direkt mit unserem System verbunden ist. Ein großer Punkt in der Bauindustrie ist natürlich auch, dass es immer mehrsprachig ist. Von unseren 40 Mitarbeitern sind ca. 10 Nationen, die wir hier haben. Nicht alle sind perfekt deutsch-muttersprachlich und da hilft es sehr, dass man die Instant-Übersetzung in Walloon nutzen kann, um Informationen auf die Baustelle und von der Baustelle auch wieder ins Büro zu bekommen. Hi, servus, ich heiße Edin, ich komme aus Serbien, ich bin 33 Jahre alt, ich arbeite bei Firma Steuer seit 4 Jahren. Ich bin hier Polier, wir bauen hier ein Familienhaus, wir benutzen Walloon, wegen wir können da dokumentieren unsere Fotos und ich benutze auf meine Muttersprache Serbisch. Nachher kann Bauleiter das kontrollieren auf die deutsche Sprache. Mein Name ist Marius Wick. Ich bin seit 1,5 Jahren bei der Firma Steuer als Elektromeister angestellt und folglich für die gesamte Elektroinstallation hier verantwortlich. Wir nutzen Walloon sehr umfangreich. Ist ein wichtiger Punkt die Zeiterfassung, dann die Fotodokumentation, das Aufrufen von Dokumenten für unsere Mitarbeiter auf den Baustellen. Und seit neuestem gibt es ja in Walloon die Plantafel, die ist für uns auch sehr relevant, da wir somit eine Woche voraus schon unsere Mitarbeiter verplanen können. Zusätzlich zu Erfassen der Zeit und Leistung spielt für uns die Materialerfassung noch eine sehr wichtige Rolle. Diese lösen wir über die Berichtsfunktion von Walloon. Das zeige ich gerne einmal. Hierzu gehen wir in den Chat von Walloon auf den Menüpunkt, dann unter Berichte erstellen und hierüber können wir ganz einfach dann unsere Berichtsvorlage auswählen. Vorerst wählen wir unser Projekt aus, dazu wählen wir jetzt einfach mal das Büro aus. Unsere Vorlage wäre dann Aufmaß Material, in meinem Fall jetzt Elektro. Und hier können wir dann meine eigene erstellte Vorlage nutzen, um das gewünschte Material zu erfassen. Das können wir jetzt einfach eintragen unter Material, Menge und die Einheit, dann auf Weitergehen, abschließen und schon kann ich das hier am Computer unter Berichte anzeigen lassen. Genau, im Büro nutzen wir Walloon hauptsächlich zur Fotodokumentation, damit wir zum einen eine Leistungskontrolle, aber auch eine Qualitätskontrolle haben und beweisen können, was auf der Baustelle passiert ist. Im Schnitt kommen so bei uns über 300 Bilder die Woche von unseren Baustellen im Büro an. Da sieht man verschiedenste Sachen, ob das eine Bewährungsabnahme von einer Bodenplatte ist, ob das Schaltkästen sind, die neu verdrahtet wurden, ob das Rohrverlegungen unter einer Bodenplatte sind. Und so haben wir zum einen eine Dokumentation für den Kunden, was verlegt wurde, aber auch für uns was Nachvollziehbares, falls zum späteren Zeitpunkt noch mal was sein wird. Zweiter Anwendungsfall bei uns, der für unsere Mitarbeiter natürlich sehr wichtig ist, ist die Zeiterfassung. Alle unsere Mitarbeiter können über den Walloon-Chat ihre geleistete Arbeitszeit am Tag erfassen und die wird dann direkt zu uns ins Büro übertragen. Über das Backend können wir dann die monatlichen Lohnabrechnungen für unsere Steuerberater bereitstellen. Wir sind froh, dass wir mit Walloon einen Partner gefunden haben, der es uns ermöglicht, die Baustellendaten strukturiert zu uns ins Büro zu bringen. Für uns ist hier der Weg aber noch lange nicht am Ende. Wir hoffen natürlich, dass wir mit diesem strukturierten Datenschatz dann ins Zeitalter der KI mit annotierten Baudaten einsteigen können und zum einen unsere Prozesse optimieren und zum anderen vielleicht auch neue Geschäftsmodelle erschließen können.